Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ihr seht schon an meinem Hintergrund, heute gibt es ein Rezeptvideo. Es kamen ja eine Zeit lang keine Rezeptvideos mehr von mir und heute wollte ich euch 2 leckere Rezepte zeigen. Die sind auch sehr einfach zu machen. Zum einen wollte ich euch zeigen, wie man Pfannkuchen mit Joghurt macht und wie man Paneer Curry zubereitet. Paneer ist indischer Käse, das ist vom Geschmack und von der Konsistenz her so ähnlich wie oder sogar gleich wie Tofu. Das sieht so aus. Das kann man in den asiatischen Geschäften kaufen. Wenn ihr aber Paneer, also indischen Käse, nirgendwo findet, könnt ihr auch ganz normal Tofu nehmen. Als erstes zeige ich euch, welche Zutaten wir für den Pfannkuchen brauchen. Die Hauptzutat für dieses Pfannkuchenrezept ist Grieß. Davon habe ich jetzt 150 Gramm genommen. Wir sind 2 Personen, da würde 150 Gramm eigentlich reichen. Wenn ihr mehr seid, dann könnt ihr auch mehr nehmen oder erstmal zum Ausprobieren die gleiche Menge auch nehmen. Die nächste Zutat, die ihr braucht, ist Joghurt. Da braucht ihr auch 150 Gramm, also Grieß und Joghurt sollte vom Verhältnis her gleich sein. Da ich jetzt hier 150 Gramm Grieß genommen habe, nehme ich hier jetzt auch so eine kleine Joghurtpackung, das sind jetzt auch 150 Gramm mit 3,5% Fett und genau, da nehme ich jetzt die eine Packung. Ansonsten brauchen wir nur noch Backpulver, da auch ein halber Teelöffel. Da müsst ihr auch nur gucken, wenn bei euch Backpulver so fest geworden ist oder so klumpig ist, dann am besten durchsieben, nicht dass ihr dann am Ende, wenn ihr den Teig zusammenrührt, dass da Klumpen entstehen, oder ihr könnt es auch in Wasser auflösen und mit hineingeben. Ansonsten brauchen wir noch Milch, davon nehme ich so 250 Milliliter. Man könnte auch Wasser nehmen, aber es schmeckt nicht so gut mit Wasser, deswegen würde ich lieber Milch nehmen. Und dann brauchen wir nur noch eine Prise Salz. Dann zeige ich euch, wie wir jetzt diesen Pfannkuchenteig zubereiten. Ich habe hier jetzt schon eine Schüssel, wo ich mein Grieß drinnen habe. Das sind jetzt die 150 Gramm. Da gebe ich jetzt auch noch meinen Joghurt dazu. So, jetzt gebe ich noch einen halben Teelöffel Backpulver hinzu. Und jetzt einmal alles schön miteinander umrühren. Ich habe Salz vergessen, das müssen wir natürlich auch noch dazu geben. Was Salz betrifft, mache ich immer so ein bisschen nach Gefühl. Es sollte eben eine Prise sein, so dass es nicht zu viel und nicht zu wenig ist. Ich mache das jetzt einfach mal so nach Gefühl. Ich habe das jetzt fertig gerührt, das sieht jetzt so aus. Ich habe nur gemerkt, dass noch ein bisschen Salz fehlt, deswegen gebe ich jetzt noch ein bisschen Salz dazu. Und jetzt vermische ich nochmal das alles zusammen. Es ist jetzt fertig gerührt. Jetzt muss es für 15 Minuten noch ein bisschen ziehen. Das heißt, Deckel draufsetzen und 15 Minuten einfach nur ruhen lassen. So, währenddessen der Pfannkuchenteig ruht, zeige ich euch, wie man Paneer Curry zubereitet, und ich zeige euch jetzt gleich, welche Zutaten ihr dafür braucht. Ich zeige euch jetzt, welche Zutaten wir für das Paneer Curry brauchen. Natürlich als erstes Paneer. Ich habe jetzt die komplette Packung genommen, das reicht jetzt für uns 3 Personen. Ich weiß jetzt leider nicht vom Gramm her, wie viel das insgesamt sind, das stand jetzt auf der Packung nicht drauf, aber ich schätze mal zwischen 250 und 300 Gramm. Kann auch mehr oder weniger sein. Genau, dann habe ich hier auch eine ganze Tomate schon mal klein geschnitten. Dann habe ich hier eine große und eine kleine rote Zwiebel, habe ich auch klein geschnitten. Und dann habe ich hier noch, in der Mitte habe ich hier noch Ingwer und Knoblauchzehe. Also eine Knoblauchzehe klein geschnitten und ein
ja, mittelgroßes Stück Ingwer. Ingwer könnt ihr gerne auch ein bisschen mehr davon verwenden, weil das für die Verdauung sehr gut ist. Und ich habe hier auch noch Koriander klein geschnitten, die Kraut Koriander. Weil das mit Paneer sehr gut schmeckt. Aber wenn ihr Koriander nicht mögt, dann könnt ihr auch gerne Basilikum oder eine andere Kraut benutzen oder auch die Kraut weglassen, das ist egal. Genau, dann fangen wir jetzt an. Ich habe hier jetzt mal so einen mittelgroßen Topf genommen. Am besten stellt ihr den Herd auf eine mittlere Stufe. Und dann geben wir ein bisschen Öl hinein. Ich nehme hier jetzt Rapsöl. Nur ein wenig, nicht dass es zu viel ist, nicht dass die ganzen Zutaten darin schwimmen, sondern nur ein bisschen. Und dann warten wir erstmal, bis sich der Topf erhitzt. Mein Topf hat sich gut erhitzt, deswegen würde ich jetzt erstmal... Ich beginne immer damit, dass ich ein bisschen Kümmel reingebe. So ein bisschen immer nur. So, Kümmel brutzelt schon, deswegen gebe ich jetzt auch schon die Zwiebeln mit hinzu. Die Zwiebel gut andünsten lassen. Ich habe jetzt die Zwiebeln in so grobere Stücke geschnitten. Ihr könnt sie aber natürlich ganz fein, also ganz klein schneiden oder auch in mittelgroße Streifen, so wie ihr sie am liebsten haben möchtet. So, jetzt sind die Zwiebeln schon zur Hälfte durch. Jetzt würde ich Knoblauch und Ingwer dazugeben. Und wieder alles für ein paar Minuten wieder andünsten lassen. So, jetzt werde ich die Tomaten dazugeben. Ihr könnt die Tomaten ein bisschen zermanschen, dann geben die mehr Saft raus und das schmeckt dann viel besser. Und wieder für ein paar Minuten gut köcheln lassen. So, jetzt ist die Tomate auch schon zur Hälfte durch und jetzt gebe ich Paneer mit rein. Da Paneer von der Konsistenz sehr weich ist und sehr schnell zerbrechlich ist, geben wir jetzt schon die ganzen Gewürze mit dazu und noch ein bisschen Wasser und lassen es gut kochen. Ich benutze hier jetzt ein Currypulver bzw. das Masala und gebe hier jetzt erstmal einen Teelöffel davon rein und dann noch einen. Also insgesamt habe ich jetzt 2 Teelöffel reingegeben. Dann brauchen wir noch eine Prise Salz, das mache ich wieder nach Augenmaß. Und ein bisschen Pfeffer. Und dann ein bisschen Wasser. Und jetzt erstmal alles gut umrühren. Nur aufpassen beim Umrühren, dass ihr kein Panierstück kaputt macht, weil die sind sehr, sehr weich. Jetzt lassen wir das Ganze erstmal kochen. So, ungefähr für 5 Minuten habe ich das jetzt köcheln lassen. Und jetzt sehen wir hier schon, wie sich ein Curry gebildet hat. Die Konsistenz finde ich gut. Ich mache jetzt mal kurz einen Geschmackstest, ob von den Gewürzen her alles passt. So, vom Geschmack her passt alles. Ich würde nur ein bisschen Tomatenmark noch mit dazugeben für die Säure. Ansonsten passt alles. Da gebe ich auch so, ja, einen Teelöffel gebe ich jetzt mal rein. Hier ist jetzt wieder kaum Soße, deswegen gebe ich jetzt noch, ich habe noch ein bisschen Wasser übrig, das gebe ich jetzt noch mit rein. Okay. Und dann kommt noch
die heilige Zutat am Ende. Und zwar Kokospulver. So einen Löffel gebe ich jetzt da rein. Das ist natürlich optional, müsst ihr jetzt nicht mit reinnehmen. Koriander als letztes dazu. Wie gesagt, Koriander ist auch optional. So, dann ist unser Paneer Curry auch schon fertig. Und jetzt fehlen nur noch die Pfannkuchen. Da zeige ich euch jetzt auch, wie wir die Pfannkuchen zubereiten. Beziehungsweise wie wir die Pfannkuchen jetzt machen. So, das hat jetzt 15 Minuten geruht. Um die groben Grießkörner auch fein zu mahlen, geben wir das jetzt noch in so einen Küchenmixer und mahlen das noch ganz kurz fein. So sieht es jetzt aus nach dem Mahlen. Jetzt sind die Grießkörner auch fein geworden und jetzt haben wir einen flüssigen Pfannkuchenteig. So, ich wollte euch jetzt eigentlich zeigen, wie man die Pfannkuchen macht. Leider ist mein Akku leer von meiner Kamera, deswegen mache ich jetzt mit meinem Handy weiter und zeige euch trotzdem aber, wie man die Pfannkuchen zubereitet. Nehmt euch am besten so eine, das ist eine Crepepfanne hier, was wir hier da haben. Wenn ihr sowas habt, dann könnt ihr die gerne nehmen. Ansonsten nehmt am besten so eine beschichtete Pfanne, damit nichts kleben bleibt. So, jetzt nehmt ihr euch so einen großen Löffel am besten. Genau, und dann nehmt ihr euch so einen Löffel raus und gebt es dann auf die Pfanne. Ihr seht, wie es so leicht gelb wird von der einen Seite. Aber lasst euch davon nicht irritieren. Es muss, bevor ihr es wendet, muss es auf der oberen Seite gut erstmal durch sein. So, hier habe ich jetzt meinen fertigen Pfannkuchen aus Grieß und Joghurt und hier habe ich mein fertiges Paneer Curry und jetzt probiere ich das aus. Aber es sieht schon mal ganz lecker aus. Also Leute, ihr könnt es wahrscheinlich schon an meinem Gesichtsausdruck sehen. Es schmeckt übelst lecker. Paneer Curry mit Pfannkuchen-Kombination ist echt sehr lecker. Und ich weiß nicht, ob von euch schon mal jemand Pfannkuchen aus Grieß und Joghurt gegessen hat. Aber wenn nicht, müsst ihr das auf jeden Fall ausprobieren. Ihr müsst das auch nicht unbedingt mit Paneer Curry essen. Ihr könnt es auch mit Marmelade oder Nutella oder mit anderem Dip oder sowas essen, aber so schmeckt es auch auf jeden Fall lecker. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr das Rezept ausprobiert und mir in die Kommentare schreibt, ob es euch auch geschmeckt hat. Und dann freue ich mich bis zum nächsten Mal mit einem neuen Video. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Tschüss!